Sierra Z outside Europe, Foxtrot 5 Papa, Alpha, uniform. Kilo November 4, Norway, Tango between. Kilo November 4 again. Charlie Whiskey Tango, Kilo November 4, Charlie Whiskey Tango, 73, thank you for the call. You're 5 and 6, 56 QSL. Roger Mark from Georgia, and for my signal 5-8, the name is Frank Foxtrot Romeo Alpha November Kilo, CTH at west of France. Thank you, Mark. Thank you very much for you calling me for the first time. 5 and 6 for your signal report, 73. Hallo und willkommen zurück in meinem Shack. Heute möchte ich euch meinen TS940 vorstellen. Der TS940 ist ein wunderschönes altes Rig, vor allen Dingen in Kombination mit so einem MC80 Desktop Mikrofon und einem Station Speaker, der sogar leichte interne Filter hat, wo man sogar ein bisschen die Audio verstellen kann. Er hat ein Slope Tuning, er hat einen schönen ALC Powermeter SWR und was das ganz Tolle an diesem Gerät ist, er hat keine Untermenüs. Und dieses Video ist eigentlich, das darf ich jetzt gar nicht laut sagen, ich möchte mit auch niemandem denken, eigentlich für die älteren Funkamateure unter euch. Und zwar, ich kenne genug Leute, die haben Bock auf einen 7610, die hätten eigentlich Lust auf einen Flex, aber die sagen, ey, ich krieg das nicht mehr gebacken, 200, 300 Seiten Handbuch zu lesen, ich will mich an meinen Transceiver setzen und ich will Funkbetrieb machen. Aber eine Sache fehlt denen. Eigentlich zwei Sachen, wenn man das DSP jetzt mal außen vor lässt. Es fehlen den Leuten zwei Dinge. Eine Sache, dann unterm Strich noch. Yeah, hello and welcome back. This video I will explain you my old TS940, and this video is primarily dedicated to older operators. The problem what the older operators have is they say, hey, I'm interested in a new transceiver, I'm interested in the new techniques, but I don't want to read a manual with 200 or 300 pages. They say, I know my transceiver, I use them more than 20 years and I will hold them, but I miss one thing. They miss two things. DSP and what is the main part what I miss? I can explain it to you. They miss a waterfall and the connection to the logbook software. Factory default on all the transceivers, they have no output for the most transceivers have no output for controlling by the computer. And when you not have an output for controlling by the computer, you cannot control a SDR what is working parallel to the transceiver. Genau, also im Endeffekt die meisten vermissen einen Wasserfall. Und damit dieser Wasserfall funktioniert, ist grundlegend mal wichtig, dass ihr erstmal den Transceiver über die Logbook-Software steuern könnt. Ne? Also im Endeffekt, ich bin jetzt hier verbunden mit Hamready Deluxe. Wenn ich hier drauf gehe, kann ich diesen Transceiver steuern. Ja? Es ist nicht wirklich schnell, weil es hier nur 4200 baut, aber das reicht. Yeah, you can see I can control it by Hamready Deluxe. And my transceiver and the Hamready Deluxe is linked to the Hardy SDR, and that is the way how I can control. Dalle le mie nipotine, fare altre cose. Se non è che non get this back to the chase again, because 3 CGI, G4UV. Thanks for nice report, Rob. Take care. J'espère que tout va bien. Ici le temps est gris, la température 16 degrés, il n'a pas plu de la nuit, mais ça va peut-être venir. Hein. Et apparemment les orages sont déplacés vers le nord. Je pense que... Also, okay, you can see, ihr könnt sehen, das funktioniert. Ich habe jetzt im Endeffekt meinen alten klassischen Transceiver, den ich nicht hergeben möchte, weil ich in 20 Jahre, 30 Jahre, beziehungsweise den, beziehe ich jetzt mal auf einen eingesessenen Funkamateur, vielleicht nicht abgeben will, weil er sein Gerät liebt, weil er es mag, weil er vielleicht eine emotionale Bindung dazu hat und auch keine Lust hat, irgendwelche Handbücher zu wälzen.
Den habe ich jetzt tatsächlich verknüpft. Das heißt, ich kann im Logbuch mir die Daten vom Transceiver und allem ins Logbuch holen. Das ist schon mal gut, dass man das nicht alles abschreiben muss und sich irgendwo in ein analoges Logbuch, also in einen analoge Datenträger, ein Buch reinschreiben muss. Und es hat natürlich den Vorteil, wie gesagt, dass ich in Wasserfall steuern kann, dass ich in den Cluster drücken kann. Yeah, you see it works. I have the waterfall here. I have the SDR parallel to the transceiver. I can use it by the logbook. I can use it by the cluster. I have not to write it on the paper after the QSO, and it's easy to handle. And it's also it's very useful to control and to for controlling and for the logbook, and you need it for use it with the SDR. Okay, but how I do that with the TS940? My TS940 has get a data module. This data module is an upgrade, and you can buy it in the States. It costs in dollars around $100. I get it, and the custom want 25 euros tax from me, and in the final I think it's what with the delivery was 130 euros. Also wenn euer Transceiver keinen Digitalausgang hat, der Kenwood TS940 hatte, damals gab es schon die Option, sich dieses digitale Ausgabemodul zu kaufen. Ja. Wer dieses digitale Ausgabemodul nicht hat, kann das bei einem amerikanischen Händler kaufen. Habe ich gemacht, kostet ungefähr $100. Dann kam noch Porto dazu, und bei meinem Glück ging das Ganze, blieb es dann noch beim Zoll hängen. Und ja, also es war dann im Endeffekt so, es hat mich 140 Euro gekostet, wobei ich dazu sagen muss, ich habe von den Amerikanern einen Comport auf USB-Adapter dazu gekauft, den braucht man nämlich auch. Und den hätte ich mir sparen können. Ich habe mir dann für 10 Euro einen bei Amazon geholt, das kommt dann ins Video noch mit rein, ich mache die Links wieder mit rein. Habe den dann für 10 Euro einen bei Amazon geholt, der hätte genauso funktioniert. Ich wusste es aber vorher nicht, ich habe gedacht, bevor ich jetzt zweimal Porto bezahle und dieser Adapter kostet $25, lasse ich mir mitschicken, im Grunde genommen hätte ich mir sparen können. Ihr braucht eigentlich nur das Modul. Yeah, I order this data module in the States. But the TS940, the option for data output is a standard option, but it will not longer produced by Kenwood and not longer delivery. And the company in the States, they make rebuild this interface, and you get it for around $100. And please check before if you have this module inside. And the next what I have plug it in is a Panadapter. Give me a moment. A Panadapter on the EF out. It's connected on the EF out, and this is a SDR Blade. Ja, also das zweite, was ihr braucht, ist halt ein SDR, der mit einem EF out zurechtkommt. Ja, ich habe es mit einem RTL-Stick probiert, hat nicht funktioniert. I tried with a cheap RTL stick. It doesn't work. I don't know why. Normally it must, but the quality on the RTL sticks is very different. I buy the same stick that I use on the TS480, but it doesn't work. Yeah, that's why I use the RSP1 from SDR Blade. It costs around 130 euros. If you get a second-hand model, you can get it for 100 euros. Also, I think the Expert Roll will also work. But when you don't like temperature drifts in your SDR, I think the SDR Blade is a very good solution for this. Okay, also wie gesagt, ich habe den SDR Blade gekauft. Ich hatte es auch mit dem billigen RTL-Stick probiert. Der hat es diesmal nicht funktioniert, obwohl es der gleiche war, den ich bestellt habe, den ich am TS480 benutze. Ich habe es dann gelassen. Ich habe mich für den RSP1 entschieden und tut wunderbar, ja. Also auf jeden Fall. So kann man im Endeffekt die Symbiose machen zwischen dem TS940 oder auch 8er Reihe. Alle mit einem EF out. Ich brauche halt die Möglichkeit, den Transceiver zu steuern. This solution you can also try on Yaesu transceivers, on ICOM transceivers. On all the transceivers, it's possible to control it by the computer. In this case, I have to order first the data module. Some transceiver they're a little bit younger. They have a data output, and
then you only need SDR and yeah, a BNC cable and a change to BNC adapter. But I will show you the back of the transceiver after a short break. I have to turn the transceiver and then we're talking about how I connect this, yeah. And yes, my choice on the last was the SDR blade, the RSP1, the HDS, the cheap RTL stick doesn't work, and the expert roll has a too high temperature to drift, and all the solutions are too expensive. I want to spend 200 or 300 euros for a Waterfall band map. Okay, also RSP1, okay, Datenkabel, okay, ich nutze Ham Radio Deluxe und Ham Radio Deluxe hat halt einfach die Möglichkeit, dass es eine Schnittstelle zu HDSDR hat. Deswegen benutze ich nicht irgendwelche andere SDR-Software. I use Ham Radio Deluxe and the HDSDR because they have the option to link them together. In HDSDR there is an option, it's called DD to Ham Radio Deluxe, and it's very easy. You start HDSDR and you start Ham Radio Deluxe, then you have on one time, for the first time you have to make a click, yes, auto link to Ham Radio Deluxe, and that's all what you have to do. That's why I use Ham Radio Deluxe together with HDSDR. I miss some features in HDSDR, but for me it's the best software for doing the Waterfall band map. Okay, I will turn in the transceiver, and then we will looking up to the back how I connect this. It's very easy. Normally I can show you a picture, but we will turn the transceiver and talking about it. And on the final, we're talking about the settings on my Ham Radio Deluxe. In my HDSDR. The hardest part, the wiring and the connection, it's very easy. It's a job, when you have the data module inside, it's a job from 10 or 50 minutes to connect this all. And but the problem is when you have to link the frequency from your SDR the IF to the SDR and link this with Ham Radio Deluxe. Normally it needs, if you have around 1 hour, but it's worth. You have an old classical transceiver with a big Waterfall scope, band scope, and the option to control it by computer and making a digital logbook. Ja, also ich drehe den Transceiver herum, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr dürft auch wie immer Fragen stellen, ne? Per E-Mail, wäre mir lieber, guckt euch bei QRZ.com eine E-Mail-Adresse an. Kommentarfunktionen sind wie immer deaktiviert. Ich habe echt keinen Bock auf diese ganzen Leute, die alles besser wissen. Und deswegen bitte, macht es einfach über die E-Mail-Funktion. Kommentare könnt ihr schreiben, aber ich gebe sie nur frei, wenn es nicht totaler Blödsinn ist. Yeah, I will, if you have questions, you can write me email. My email address you can find in QRZ.com. The commentary function in YouTube is on moderated. I only accept commentaries that are having a sense, and not only from some idiots. I will turning the transceiver and will showing the back. Kuckuck. Ja, also da sind wir wieder. Yeah, we are back, and this is the back side of the TS940, and okay, this is the plug for the external speaker, this is the antenna plug, and autre chose à dire concernant des amis communs, ben oui, pour la fête des voisins, j'ai rencontré mon voisin, là que je vois assez peu finalement. Et, you can hear the transceiver is running, and it's the audio comes outside of the TS940. And okay, what we need for the first time is a change to BNC plug. Change to BNC, and we put it in the EF out. Then you need a BNC cable. We plug this BNC cable here. Ja, ihr braucht einen Change. Ihr braucht einen Change auf BNC-Adapter und ein BNC-Kabel. Steckt das Ganze hier auf die EF out und das andere Ende lassen wir mal noch bauen. Das zweite, was wir machen müssen, wir müssen das Datamodul rauslegen. Also das heißt, wir müssen den Transceiver auslesen.
the second step is we have to connect the data module. Yeah, this USB, of USB adapter. There's a cheap one von Amazon, Amazon's Choice or Amazon Basic. Ich habe wie gesagt bei den Amerikanern ja einen mitbestellt, aber der Amazon Basic funktioniert ohne Probleme mit Ham Radio Deluxe. So, this is all what you have to connect on your transceiver. If you have other transceiver from the other manufacturer or from other series, and you have standard output output for the computer, you don't need this module. You use the standard output from your transceiver. And if it's a little bit newer or have onboard solution. Ja. Also habt ihr ein neueres Gerät, wo schon so einen Computerausgang hat, egal ob über RS232 oder über USB, dann könnt ihr im Endeffekt rein theoretisch, braucht ihr dieses Modul nicht, steckt es da direkt ein und macht die Verbindung zum Computer. Das wäre dann so mal der erste Schritt. Ne? So. So, und wie geht das Ganze jetzt weiter, nachdem ihr die Kabel connected habt? Jetzt ist natürlich so, die Computersteuerung muss an den Laptop. The computer control from the transceiver have to plug in into the laptop. And the other side of the BNC cable you have to connect to your SDR of your choice. Ja. Also ihr müsst dann im Endeffekt das Kabel hier im Computer anschließen für die Computersteuerung. Ans andere Ende, das ist jetzt ein SMA auf BNC Adapter, kommt mein RSP1. Der SDR, der die IF ausliest, und der wiederum bekommt jetzt, wo habe ich es hingeschmissen in meinem Eifer, natürlich das passende USB-Kabel. Da kann ich empfehlen, umso kürzer die USB-Kabel und umso mehr Ferritkerne da drauf, umso besser ist. Also zumindest wenn man High Power machen will, weil wenn man wirklich dann mit dem alten Transceiver in der PA arbeitet, kann sein, dass über die langen USB-Kabel der HF in die SDRs reinbläst und dann gehen die aus. Habe ich jetzt schon bei allen möglichen SDRs erlebt, auch der RSP1. Deswegen kurze Kabel, vielleicht 2 Ferrite drüber, kann nicht schaden, wenn man QRO macht. Yeah, yeah, you have to connect the SDR on the other side and the USB cable. For the USB cable I have a short tip. Use short USB cables, use good USB cable, and if you have ferrite cores, and when you make QRO and you have long cable with no ferrites, sometimes the SDR stops working. You get no damage. The problem is on the side of the USB, not of the input. But it stops working. That's why I say a good tip is short cables, ferrite cores, and a good quality of cable. Okay, then we connect the SDR with the next USB cable to the computer. So let me open the computer. Ta-da! So, closed connection. Connection timeout. It's normal. I have stopped. It had stopped working. Okay, I will explain you something, and that's why I have to go a little bit to the monitor. What you hear in the background are my kids. It's 7 o'clock in the morning, I think. What is the time? It's 8 o'clock in the morning, okay. I do this video more than 2 hours. Ja, es ist 8 Uhr morgen, was ihr da im Hintergrund hört, sind meine Kinder. Die werden jetzt langsam wach, wild und laut, und das muss auch sein. So, also als allererstes ein Tipp, ihr könnt in die Systemsteuerung gehen. Ihr geht in die Systemsteuerung, ins System, und ein guter Tipp dabei ist, erstmal im Gerätemanager zu gucken, welcher Komport hat denn was bekommen. Wenn ihr die Dinger ein- und aussteckt, dann seht ihr einfach, was kommt und was geht. Ne? Und jetzt stecke ich zum Beispiel den Transceiver aus, jetzt ist 11 weg. I unplugged the transceiver and COM11 is not longer here. Okay, I know 11 is the transceiver. Durch das Ein- Ausstecken weiß ich jetzt, dass 11 der Transceiver ist. Jetzt gehe ich her, starte Ham Radio Deluxe, sag HDS Ham Radio Deluxe starten. Dann will der den Transceiver starten und er hat, machen wir das Ganze nochmal aus, alles aufgemacht. Wenn ihr jetzt rein theoretisch noch keinen Transceiver eingerichtet habt, ja, jetzt machen wir fertig hier. In this case, Ham Radio Deluxe starts immediately and they have saved my
setup and what kind of transceiver I use. But I will close this connection to the TS940. And if you have a new one, I will remove this. So yes, and remove this. I have no transceiver at the moment. As preset. I show in the system what is the transceiver, and I can by blocking and unblocking I see, okay, when I unplug the transceiver, port 11 is gone, and when I replug it, when I plug it in, 11. Okay. At this moment I know this is the cable for my transceiver, and the transceiver use virtual COM port 11. Genau. And then I have to do, when I go in the rig control, I have to choose COM port 11. I know the speed is 4800 bauds, and I need CTS and RDS. Depends on your transceiver and the protocol. This adapter needs 4800. You can read it in a manual. Ja, also ich habe jetzt im Systemsteuerung, wie gesagt, nochmal einen ausgesteckt, ob auch wirklich der Transceiver COM11 ist. Habe gesagt, okay, TS940S an COM11 und ich weiß vom Hersteller halt, dass der 4800 Baud an dem Modul hat. Drückt auf Connect, die Verbindung wird hergestellt, hol an die Waldfee, das funktioniert. Und jetzt kann ich den steuern. Also ihr seht, ich steuere den Transceiver. If you can see, I control the transceiver, and this was the first step. The second step is I need hard SDR. Oh, this was my fail. I need here the unit manager back. I have to plug in the SDR. I have to do the same with the SDR. I have to plug it in a USB cable. Then I have to wait. Okay. After we have, I close HamRadio Deluxe. Ich habe jetzt HamRadio Deluxe mal geschlossen, damit ihr seht, wenn ihr das mal eingerichtet habt. If you configure that for the first time, you have to do this every time to show which COM port is using, and if you use every time the same USB port, you have not to watch how the USB port number is for the transceiver. It's only for the first time if you don't change the USB port. Ja, also wenn ihr nicht ständig an eurem Computer den USB-Port von Transceiver umsteckt, also beim Laptop kann es passieren, bei einem klassischen Desktop-Computer eigentlich weniger, müsst ihr nicht jedes Mal hier gucken, ja, welchen COM-Port hat jetzt der Transceiver kriegt. Das macht man einmal beim ersten Mal, dann ist gut, ja. Auf jeden Fall, jetzt starten wir HamRadio Deluxe und jetzt findet ihr automatisch, wie ihr seht, den Transceiver wieder. Das funktioniert alles schön und gut. Und im Endeffekt, soweit ist das Ganze jetzt erstmal verlinkt. Das heißt, wenn ihr jetzt im Logbuch was eingeben würdet, zack, gehen wir mal hier hin. Also wenn ihr jetzt tatsächlich hier im Logbuch, Moment, jetzt lädt noch das Cluster, das dauert einen Moment. Jawohl, zack. So, wenn ihr jetzt X6TT, wenn ihr jetzt da im Endeffekt irgendjemand arbeiten würdet und ihr auf Logbuch drückt, seht ihr schon, dass hier oben das Band, die Art und die Frequenz eingegeben sind. Yeah, when you have linked the transceiver, you can see that the logbook software works together with when you put in the log a new log window, they take the frequency, they take the band and the mode from the transceiver. And the next step is how I can connect the hard SDR, and it's very easy. You have the hard SDR here, and you can start this the hard SDR, and then I have here the SDR running. But how I do that? Anche a lui grazie per questa compagnia. A seguito Italia 0, Papa Golf Yankee, da India Zulu 3, Papa Yankee, November in QRT. Prego. Und ihr hört natürlich. Yeah. The next step is to linking the hard SDR to the HamRadio Deluxe, and it's the first step what you have to do is you have to go in the options, and then you
and you have to going to the front end calibration. Front end calibration, and when you show this window, you can see for the I have selected. Can you read all? Can you read all? You have to go a little bit back. I think I have to go a little bit back. Okay. You see, I have here the button to SDR is connected on EF out, which controlled by HRD, Ham Rate Deluxe. Also ihr seht, als allererstes habe ich in den Optionen den Front-End Frequency oder Front-End Calibrations eingestellt, dass es ein SDR ist, der an einem EF out arbeitet, was gesteuert wird beim von Ham Rate Deluxe, sorry. Dann die Synchronisationsmodus Full Sync in both directions, heißt volle Synchronisation in beide Richtungen. If I turning the transceiver, the SDR will moving, and when I turn it, when I click here in the SDR, also the transceiver is following the SDR in both directions. Also sprich, wenn ich am Transceiver drehe, geht der SDR mit, mache ich im SDR was, geht der Transceiver mit. So muss das sein. Dann ist ganz wichtig die EF-Frequenz. Die EF-Frequenz ist ganz wichtig, weil er muss ja eine Frequenzkorrektur machen. Also das ist die er zeigt hier oben ja jetzt im 40 Meter Band die Frequenzen an. Wenn ich die EF-Frequenz hier nicht eingebe, dann liegt der irgendwo total falsch, dann stimmt die komplette Anzeige nicht. Ja? Also wir können das mal spaßeshalber auch ausprobieren. Ich gucke mal, ob ich das auf die Seite ziehen kann. Wir haben jetzt hier ein Signal. Nehmen wir uns mal ein stärkeres Signal. Moment. Ich gucke mal, ob ich da was Stärkeres finde, was ein schönes, fettes Signal hat. Nehmen wir mal den. Hören wir den auch? So, und im Endeffekt ist ganz einfach so, wenn die EF-Frequenz nicht stimmt, ich mache jetzt da hinten einfach mal statt der 8 eine 7 hin, ich drücke Apply und dann, naja, das war jetzt blöd, ich mache mal eine 0, machen wir eine 8, machen wir die 0, machen wir mal Apply und jetzt stimmt das schon immer überein, also jetzt stimmen die Signale schon nicht mehr wirklich überein, weil einfach die Frequenz nicht mehr übereinander liegt. Ne? Und das gleiche ist, wenn man es vielleicht noch besser sieht, ist, wenn ich hier aus der 2 eine 0 mache, dann liegen die Signale nicht mehr genau übereinander. Here it's very important that the frequency is the EF frequency is very exactly. If it's not exactly, the signals are not 100% synchron. Ja? Also ihr habt dann im Endeffekt die Signale nicht 100% synchron. Da muss man auch ein bisschen mit spielen. Ja? Also jeder SDR hat natürlich, jeder IF hat eine Frequenz sollte gleich sein, jeder SDR sollte gleich sein, aber in der Realität ist halt einfach so, dass es nicht immer unbedingt stimmt und man muss da tatsächlich ein bisschen mit den Herzzahlen spielen, bis man die ganzen Sachen synchron hat. Gut, das ist eigentlich alles, was ihr machen müsst. Wie gesagt, mit der IF-Frequenz kann es sein, ihr müsst ein bisschen spielen. The IF frequency and the OSC from the SDR should be the same. And you have to fine calibrate here a little bit your SDR with the transceiver, that the signals 100% on the same frequency also the SDR 100% on the same frequency than your transceiver. Yeah. If this is not correct, you click on the signal, your transceiver is a little bit up or down the frequency you really want. I will explain you that, okay? When I turn the 2 to a 0, the signal is wrong. The signal is here, but your installation is here. It's very important that you recalibrate a little bit the EF frequency, that the signal is exactly on this frequency where you're working. Ouais, bah non, c'est pas de LU, c'est un argentin, c'est Lima Uniforme 2, Charlie Juliette Mike. Alors ça, non, ça c'est la meilleure là. Julio, bonjour, 4 CPD portable. You can see I click on the signal, but there is no signal because the transceiver is not 100 linked
to the SDR, ja. Also ihr seht jetzt, ich habe jetzt einfach hier mal das falsche EF eingegeben. Sorry, habe eine falsche EF eingegeben und jetzt klicke ich da auf ein Signal im Wasserfall, aber der Transceiver springt wohin, wo gar kein QSO läuft. Und deswegen ist wichtig, dass ihr da diese Kalibration macht und guckt, dass ihr die zwei Sachen hier synchron bekommt. Wenn ich jetzt hier reinklicke, liegt er auch nicht mehr falsch, sondern ist genau da, wo er hingehört. Wenn ihr diese Sache gemacht habt, also wenn ihr die F richtig eingegeben habt und der Transceiver läuft, machen wir da mal wieder aus und der Transceiver läuft, müsst ihr eigentlich bei den Optionen nur noch hier gehen auf DD to HDSDR und das steht standardmäßig einfach auf None, das heißt, dass der HDSDR nicht zu Ham Radio Deluxe verlinkt ist. Macht einfach nur hier, ja, Connections to Ham Radio Deluxe, da steht auch Status Connection OK. Tada, und dann funktioniert das Ganze. Das ist das ganze Hexenwerk. Sieht total schwierig aus, ist es aber nicht. Und also habt ihr ein USB-Out oder ein COM, ist sowieso total easy, sobald ihr eine EF-Out habt. Ne? Und für alle, die weder ein EF-Out haben, noch einen Antennen-Out, gibt es da mittlerweile schöne Boxen von MFJ oder von ELAD, mit denen man im Endeffekt das Ganze selbst bei Transceivern realisieren kann, die weder ein EF-Out noch ein Antennen-Out haben. Ja. It shows a little bit complicated. It's not complicated. It's very easy. If you connect the computer, if you have an EF-Out or antenna out, it's very easy to do this. And when you have a transceiver with no EF-Out or no antenna out, it's also no problem. They are a very interesting switchbox manufactured by MFJ, and they are also a very interesting switchbox manufactured by ELAD. And yeah, this was a short explain how it works, and in my not perfect English, and in a mix between English and German. I hope you enjoy the video also. Ja, es war mal wieder ein Video, wie gesagt, in Deutsch und Englisch, aber es macht es für mich einfach wesentlich einfacher, weil so muss ich jedes Video zweimal abdrehen und zweimal schneiden. Und Leute, ihr glaubt ja, das schluckt unheimlich Zeit und ich mache es ja in meiner Freizeit. Und ich kann immer nur noch betonen, wer das nicht mag, ihr müsst meine Videos nicht schauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß. Wenn ihr Fragen habt, schickt E-Mails und in dieser Stelle sage ich einfach mal 73. Ja, thank you for watching my video. Thank you for watching in the dual language. It's very easy for me to make one video on two languages. Then I have to cut two videos. It costs many time to cut the videos. And I hope you enjoyed. I say best 73. And if you have any questions, send me email. And if you have a great comment, I I'm happy about it. Thank you, 73, and bye bye from DK6MP 73 vom Carsten. Ciao.